schneiden das der Länge nach auf. Am besten mit einem Seitenschneider. Es geht aber auch zum Beispiel auf Zeitung. Die gute Böker-Tasse, die hat einen relativ zornigen Grit. Das ist sehr effektiv. Wellenschliff ist nicht für besonders feine Schärfe bekannt. Achtung! Hallo und willkommen zu den 7 ultimativen Schärftipps des Herstellers. Was ich an dem Video heute besonders mag, ist, dass ihr praktisches Wissen zum Eintuppern bekommt, was sofort funktioniert, nur dadurch, dass ihr es wisst. Und wir fangen mit Schärftipps 1 an, mit was ganz Handfestem und Praktischem. Die 3x1,5 mm Methode. Die hat mir ein befreundeter Schmied gezeigt. Und man nimmt einfach hier so ein Feld-, Wald- und Wiesen-Innenausbau Elektrikkabel mit den 3 1,5 mm Drähten, Phase 0 und Erde. Lenkt sich das auf die Klingenlänge ab. Am besten mit dem Seitenschneider, geht auch mit dem Messer, aber kostet Schneide und dauert. So, und was wir eigentlich nur brauchen, ist der Mantel. Dazu gibt es so schöne Abisoliermesser zum Abstrippen, aber wir nehmen natürlich Messer. Schneiden das der Länge nach auf. Dann nehmen wir die Kabel hier raus. Die brauchen wir nicht mehr, sondern nur den Mantel. Und den schieben wir jetzt über den Rücken der Klinge. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie diese Winkelhilfen, die man kaufen kann, zum magnetisch anklicken oder anklemmen. Aber das Schöne hieran, man benutzt einfach was Alltägliches, was eigentlich überall rumfliegt oder der Nachbar hat. Und es funktioniert auf der ganzen Länge. Und was weiterhin schön ist, es funktioniert sowohl auf dem Stab als auch auf dem Bankschleifstein. Das war die 3x1,5 Kabelmethode. Die nächste ist sehr ähnlich, ist auch eine Winkelhilfe. Das Schöne an der, sie ist noch einfacher. Das ist die Daumen auf den Rücken Methode. Wir platzieren einfach den Daumen mittig auf den Klingenrücken und können ihn dann als Winkelhilfe, als Anlage auf dem Stab benutzen. Nur zum Start, also das unterstützt nicht auf der ganzen Länge wie der Kabelmantel. Und das Schöne an der Methode ist, sie funktioniert auch auf dem Stab und auf dem Bankschleifstein, aber die entfaltet auf dem Stab halt ihre vollen Qualitäten, weil man hier ohne Umgreifen oben und unten einfach die Winkelhilfe hat. Wenn ihr nicht speziell diese winkelgeführten Geräte benutzt, da braucht ihr natürlich die Winkel. Da führt ihr ein Winkelbuch, das lasst ihr bei dem Schärfgerät und ihr notiert euch für jedes Messer den Winkel, mit dem ihr es geschliffen habt. Je nach Vorliebe, Outdoor-Messer, Küchenmesser oder was auch immer. Wenn ihr das nicht macht, also wer ja zum Beispiel oft als höchste Referenz für Schärfe herangezogen wird, das sind die japanischen Schwertschmiede. Und ein japanischer Schwertschmied aus dem alten Japan, der wird niemals gewusst haben, was für ein Winkel in Zahlen auf seinem Schwert ist. Und ich denke, das ist halt einfach wieder überbewertet. Sucht euren eigenen Komfortwinkel und dieser Komfort bezieht sich nicht nur auf den Gebrauch beim Schneiden, sondern vor allem auch, welchen Winkel könnt ihr leicht auftragen. Und benutzt hier dazu wirklich gerne die Permanentmarker, die Filzstiftmethode, damit ihr wisst, ob ihr die Kante getroffen habt oder nicht oder ob ihr vielleicht auf dem Stein noch stärker vorarbeiten musst, auf dem groben Stein, um den Winkel noch flacher zu machen. Und generell gebe ich auch wirklich den Tipp, geht auf flachere Winkel, weil flachere Winkel leisten einfach besser, performen besser und ihr könnt sie auch leichter nachschärfen. Flacher Winkel ist leichter zu treffen und zu halten und das Messer nimmt auch, wenn es sehr flach ausgedünnt ist, sehr viel schneller Schärfe an. Und wenn sich so ein Messer dann mal innerhalb von 20 Jahren 5 mm schmaler wird, 5 mm verändert in der Geometrie, dann ist mir das relativ egal. Stichwort minimalabrasiv. Niemand würde eine Kettensäge schonen, würde auf die Leistung von einer Kettensäge zu verzichten, weil er sagt, die wird stumpf und ich muss sie nachschärfen.
damit kämen wir zu Tipp Nummer 5. Viele Menschen glauben, Wellenschliff kann man nicht nachschleifen. Dabei ist ein Wellenschliff wirklich was ganz Exzellentes. Dadurch, dass die Schneide wird nicht stumpf, bei einem Küchenmesser zumindest nicht, durch den Kontakt mit dem Schneidgut in aller Regel, sondern durch den Kontakt mit dem Brett. Und hier beim Wellenschliff liegen die Schneiden eben, die eigentliche Schneide liegt geschützt hinter den Kanten, hinter den Zähnen, hinter den Ecken. Dadurch kann ein Wellenschliff sehr, sehr lange scharf bleiben. Sollte es trotzdem nachgeschliffen werden müssen, dann ist es möglich, indem man sich einfach einen Schleifstab, hier zum Beispiel die Schmalseite sucht und dann in beide Richtungen wie über ein normales, glatt geschliffenes Messer durch die Zähne geht. Der Radius von dieser Kante sollte nur wirklich eng genug sein, dass es auch wirklich in die Zähne geht, dass es sich schön da reinzieht. Dann macht man das beispielsweise 5 Züge von einer Seite und nimmt von der Rückseite ganz flach noch einmal den Grat weg. Das gleiche Prinzip kann man auch auf dem Band anwenden. Man geht von der Seite des Anschliffes über die Kanten des Bandes. Von beiden Seiten, damit man richtig, also auf jede Seite des Zahns richtig kommt, und dann zieht man von der Rückseite wieder ganz flach einmal den Grat weg. Ähnlich funktioniert das auch auf Scheiben. Also wie gesagt, hier Wellenschliff, wunderbare Sache und keine Angst vom Nachschärfen. Jetzt kommen wir zu Nummer 6. Auch ein Hack, den viele doch kennen. Und zwar ist das Schleifen von Messern auf den Unterseiten von Tassen und Tellern. Und da kann man schöne grobe Keramik, ist natürlich schön für ein Grobschiff. Das bietet sich vor allem an hier bei diesen kleinen Pittermessern, Hümmelchen oder Kneipchen, wie auch immer sie lokal heißen. Und hier hören wir schon die gute Böker-Tasse. Die hatten relativ zornigen Grit. Und dann kann man entsprechend auf immer feinere Keramik gehen. Wenn ihr Abrasive beurteilen wollt, fühlt mit dem Nagel, da kriegt man immer ein relativ gutes Gefühl. Vielleicht kann man das hier hören. Achtung, hier haben wir was von Bavaria. Und da hört man, Bavaria hat eine relativ grobe Körnung. Hört man auch, da kommt was runter. Hier haben wir Alt-Tritschenreuter. Das glaube ich ein bisschen feiner. Jo, das ist ziemlich fein. Und so kann man, das hört man auch schon, und so kann man durch die verschiedenen Körnungen gehen. Funktioniert bei jeder Größe von Messern. Aber wie gesagt, weil die meisten Teller einen relativ kleinen Radius unten haben, funktioniert es mit den kleinen, sowieso schon dünnen Messern immer am besten. Lasst euch nicht erwischen. Die Oma sieht nicht unbedingt gerne, wenn man das mit dem schönen Sonntagsporzellan macht, obwohl es dem Teller nicht schadet. Worauf man vielleicht danach achten sollte, auf der schönen Festtagstischdecke kann es dann unten einen Rand geben. Also sollte man vielleicht mit einem Schwammtuch oder am Schwamm und ein bisschen Spüli den Abrieb entfernen. Aber sonst ist das was nichts schadet. Und zu allerletzt der ultimative Schleifhack der Schleifhacks, auf den alle Kenner schon lange gewartet haben, das ist natürlich das Leder. Und das ist erstaunlich, was da immer zum Schluss noch rauskommt, wenn man das Messer schon geschliffen hat. Typischerweise kann man es natürlich auf behandelten Ledern mit Polierpaste machen, aber es funktioniert auch trocken wunderbar mit viel Druck auf Canvas zum Beispiel, also wirklich da richtig mit Kraft, und man wundert sich, was da noch an Schärfe rauskommt. Es geht aber auch zum Beispiel auf Zeitung. Das ist sehr effektiv. Es geht auch auf Karton oder Balsaholz. Hier kommen jetzt ein bisschen Schleifreste von den vorherigen Schervorgängen runter. Und man fühlt richtig, wie schön das greift. Und zu guter Letzt, auch das kann man sogar auf Wellenschliff anwenden, indem man bei einem gefalteten Karton über die Kanten zieht. Und auch hier ist das Ergebnis hinterher erstaunlich. Wie gesagt, das geht mit zugesetzten Pasten oder ohne. Pasten holen wirklich dann nochmal richtig was runter. Aber das ist wirklich eine Methode, wo man sich wirklich immer wundert, was da an Schärfe noch rauskommt. Gucken wir uns das mal speziell mit dem Wellenschliffmesser an.
Wellenschliff ist nicht für besonders feine Schärfe bekannt eigentlich, aber man sehe und staune. Achtung! Das ist doch fein. Aber auch das funktioniert wirklich ganz gut. So, das war's mal wieder im Groben. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Bleibt neugierig, seid nett zu euren Messern und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.